So, ahoi meine lieben, Syd hier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange Remastered. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? Und wir müssen jetzt hier die Vergangenheit I ändern. hope I still love photography when this is done. Don't confuse the art with the artist. Bastard. Okay. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Aber ich kann ja da jetzt gar nichts machen, außer Handy All I ansehen. need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. This diary literally saved my life. Okay, wir können wieder reingucken. Dann können wir gleich mal gucken, was haben wir denn für Bilder diesmal. Ach hey. Ist das Kate? Ein Bild vor einer Bilderwand? Film, ja, eine Kamera und ein Klebeband. Wieder mal ein Wal. Ein Spind. Ein Auto im Sturm. Bierflaschen. Wieder mal ein Eichhörnchen. Rauchen ist ein Totenkopf. Und Chloe Price Forever. Okay. Wir können in unserer Tasche suchen. Was suchen wir denn da? I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Aha, was haben wir denn hier? Blackwell Academy 1910. Seit über einem Jahrhundert ist die Blackwell Academy eine akademische Oase für Kunst und Wissenschaft mit vielfältigen Schülern aus aller Welt. Sie im Innenteil. Nächste Seite. Ach, guck an. Mark Jefferson. Auch nachdem er sich seinen Weg in der Modefotografie der 90er gebahnt hatte, war Mark Jefferson stets bewusst, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wollte. Nach der Jahrtausendwende unternahm er einen gut publizierten Abstecher in den Lehrerberuf im ganzen Land und nahm schlussendlich eine permanente Anstellung in der Blackwell Academy an. Mr. Jeffersons Unterricht zu Kunst und Fotografie ist eine der beliebtesten in der reichhaltigen Geschichte der Schule und seiner Schüler. Und seine Schüler werden zweifellos andere mit ihren eigenen Visionen inspirieren. Ja, jetzt wo wir das wissen, klingt das alles falsch. So, hier haben wir noch Kontakt, Hausmeister. Ah, hier, Sicherheit, David Madsen. Okay, so, wir haben jetzt die Nummer von David. Wir können ihn jetzt For warnen. once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Mr. Madsen. Liegt in der Prescott-Scheune, Sie kennen den Ort, stoppen Sie den gefährlichen Irren. Was? You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Okay, also, ja, ich habe den Text jetzt nicht... Past within the past. Am I pushing myself too hard? Leider, wahrscheinlich, ja. So, It Moment. doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Was kann ich denn in Ihrem Notizbuch? Victoria, it's nice to know how you really feel. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich Kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Oh, alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max sie zu interessieren. Ich will sie hassen. Aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde. Weg. Krieg dich wieder ein. Okay. Ich kann in ihrem Tablet I'm happy rumsehen. to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Achso, okay. Sie ist immer noch auf die Kamera scharf. Alles klar. So, hier haben wir Markierungen. Oh, Rachel. I'm sorry. Wir hatten eins, wo das bloß mit Chloe stand, ne? Ein Foto, so. Und ein Foto zeigt ganz klar Kate. Frage ist bloß, This is the last time somebody bullies you, Kate. I'm sad for Kate, but so happy she's alive. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate,
Listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Und wir wissen ja, dass wir es in diesem Durchlauf nicht geschafft haben, sie zu retten. Das macht es noch trauriger. Das macht es wirklich irgendwie noch trauriger. So, hier den ganzen Kram, was hier so hängt, das kennen wir eigentlich alles, ne? Das Notizbuch haben wir gesehen. Hier haben wir ein Poster, alte Fotoausrüstung. So, hier die Markierung. Da wollte ich dann nochmal gucken. Hier. Chloe Price Forever. So genau das Ding, bloß mit Chloe. Kann aber nichts anderes machen. So, na dann los hier. Victoria? Achso, die kann ich bloß ansehen. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. Achso, den können wir noch ein Foto geben, um diesmal am Wettbewerb teilzunehmen. Und wie wir wissen, glaubt er ja daran, dass Max halt eine besondere Gabe für Fotomacherei hat. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Sie ist trotzdem eingeschnappt. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Diese doch vielsagenden Bemerkungen von ihr sind doch schon klasse. So, was ändert sich denn jetzt? Und das Foto ist gleich geblieben. Das? Okay, die Polizei findet den Bunker. Jefferson wird verhaftet.
Man findet Rachels Leiche. Max gewinnt den Preis. Und am Abend der Party wird Chloe auf jeden Fall nicht erschossen. Und statt jetzt im Darkroom rumzuliegen und fotografiert zu werden, stehen wir am Taxi. Na gut, wir haben ja jetzt offensichtlich den Pokal, ja, den Wettbewerb gewonnen. Also fahren wir jetzt zur Ausstellung, oder? Whoa! Genau. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Lehrer Good work, verhaftet. David. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Okay, Chloe lebt. Wir haben den Pokal gewonnen. Jefferson wurde den Wettbewerb gewonnen. Jefferson wurde verhaftet. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Frisco. Nobody calls it Frisco, so please don't. Ja, We're was? almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Mhm. 10 across 6 lanes. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. So, was können wir jetzt hier sonst noch machen? Excuse me, sir. Your phone has to be shut off before we descend. Mhm. These are FCC rules, sir. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Two Moon Diner. Inmitten all des Umweltchaos in Arcadia Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale, berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr 2 Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuesten Ökochaos übersteuert. Blackwells Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurden, schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Arcadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Das ist doch alles gut. So können wir es lassen. Oh, was jetzt? Fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping
These airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. So, wir können jetzt mit Direktor Welz noch sprechen. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Mhm. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Okay, wir kommen an. Zeitgeist Gallery. Ja. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Na Come danke. on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Life is weird, ja. Was haben wir hier? Eine Spendenbox oder was? I need to drop some serious cash in there. Mäzene und Spenden. Verschenken Sie Kunst. Spenden fließen direkt in die Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank. Mhm. Ab auf Klo? Nein, dürfen wir nicht. Wir haben hier eine Zeitung. Schauen wir mal. Wowzer. A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem Barzug geboren. Wortwörtlich. Es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Gentrifizierung florieren
Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks. Denn genau das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovic Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzene nur predigen. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Das ist aber auch so ein herrlicher, nichtssagender Text hier irgendwie, ne? Hier. Na gut, dann sehen wir uns den als erstes an. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Erfahre mehr über die Herstellung und Geschichte der Shambhala. Wöchentliche Kurse mit Lehrer Charles Ellig. Was haben wir hier noch Some Schönes? mysteries should stay that way. Kaitiki Tours präsentiert. Mysterien der Pazifikinseln. 3-stündige Tour des Küstengebiets in der Bucht. Besuchen Sie antike Grab- und Zeremonienstätten. Entdecken Sie lokale Legenden und Sagen täglich von 7 bis 19 Uhr. Okay. So, dann haben wir hier noch... Kann ich jetzt das Flugblatt hier ansehen? I wonder how it is to live in a submarine like that. Die Jagd auf... Must be really claustrophobic. Genau, die Jagd auf den richtigen Oktober. Besuchen Sie die berühmte USS Malakoda. Erfahren Sie über die aufregenden Geschichte des ältesten U-Boots von San Francisco. Wie das hier? Malakoda. Ich weiß auch nicht, warum mir ausgerechnet jetzt dieser dämliche Witz hier einfällt. Der Vorname Usnavi stand in Amerika am Schiff The dran. revolution will not be televised. So, stoppt die Neugründungen. Wie viele Geschäfte und Anwohner müssen noch für die neuesten Cafés oder überteuerten Trends-Restaurants aus ihren Heimen vertrieben werden? Die Geeks, die diese Stadt versklavt haben, benötigen eine Lektion zu Überschreitungen. Nehmt diesen Samstag teil, um das Ende einzuläuten. Versammlungsort wird noch bekannt gegeben. Okay. Hallo? How fun. Manchmal hakt es ein bisschen. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Geschichte des dystopischen Kinos. Kultarchivar Stian Davin präsentiert eine kinetische Clipshow und Lektüre dazu, wie die industrielle apokalyptische Paranoia die Welt des dystopischen Kinos gebar. Von Metropolis zu Planet der Affen. Von Blade Runner zu Die Tribute von Panem. Für eine 6,66 $, die man an der Tür bezahlen muss. Und da haben wir noch ein Flugblatt. Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Skull and Bones, Halloween Party, gruselige Kunst, Tattoos, Horrorbands und so weiter. Ab 18. Halt, da war noch einer. Holy shit, but what would I wear? Nigels Druidenfest zu Samhain. Am 31. Oktober, Golden Gate Park. Okay. Oh, hier haben wir noch so viel zu lesen und zu I gucken. wish I had time to go see those murals here. Mission Wandmalerei. Gabriel Monares. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. Genau, denn im Flugzeug haben wir im Hintergrund gehört, niemand nennt die Stadt nach Frisco. So, was sagt sie denn? Why, good morning. You must be Max Caulfield. Correct. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Danke. Danke. Hier haben wir die Liste. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. So, hier stehen jetzt ein Haufen Namen dran. Oder sind das vielleicht Leute, die hier am Spiel mitgearbeitet haben? Die Zeitgeist Gallery is proud to be participant of the 2013 Everyday Heroes National Contest. Eine Ausstellung für die zukünftigen
Helden, Stars der Fotografie. Die Gewinner, die von ihren Lehrern der Kunstschulen und Programmen aus der ganzen Nation ausgewählt worden sind. Revere Imagine Skill. Ja, dafür reicht mein Englisch nicht aus. Heartfelt Awareness, which highlights the casual heroism of those who may never appear on the news. For unrecognized deeds to the community and beyond. Ja, mach die Sätze doch noch länger und verschachtelt. Also die Leute, die hier gewonnen haben, werden Be cool, sonst... Max. Smile and don't say anything stupid. Werden sonst nicht wirklich beachtet oder so. Celebrating each young artist and their works is as important as the celebration of all too often invisible everyday heroes. Genau, also diese jungen Künstler jetzt zu feiern, ist genau, und ihre Arbeit ist genauso wichtig wie die von ihnen dargestellten Alltagshelden. Ja, erst oben oder unten? Ich bin hier mal... Ach, hier, wir gehen erstmal zum Gästebuch. It's great to read all these comments. So eine Even the Inspiration. mean ones. Nicht so gut wie letztes Jahr. David Foy. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen. Die Zukunft der Fotografie beginnt hier. Lisa Simpson? Schön. Diese Helden wählten den Pfad des geringsten Bedauerns. Ein großartiges Beispiel totaler Überwachung. Okay, ihre 15 Minuten Ruhm sind fast um. John Doe? Das ist, warte mal, das sagt mir irgendwas. Danke, das ist sehr schön. Inspirierendes Material. Woher kenne ich den John Doe? Wir gehen jetzt... Moment. Das hatten wir doch hier. Das ist doch genau das Bild hier. Foto. Das ist nicht mal unser Foto, okay. Scheiße hier, die Ausrüstung mit Klebeband? Hätten wir vielleicht... Nee, wir waren die ganze Zeit im Darkroom gefesselt. Können wir mit ihr jetzt nochmal reden? Aren't you from Blackwell Academy? Ja. I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Ja, sehr gerne. Okay. Auch schön. Statue. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Das müssen wir mal den Künstler fragen. Der kann uns das sagen. I would love to have this on a shelf. Someday. Okay. That one is kind of silly. Ach so, die anderen nicht. Also das ist hier eine Kunst, die übersteigt offensichtlich meinen Horizont. So, mehr ist hier unten nicht. Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, Yeah. this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about all this. When I was younger, I did a lot of photography studies. Didn't I tell you about it, Emma? I was quite good at it, actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this with you. Dad, the label says that this is a print from a disposable camera. What are you talking about?
Yes, of course. I was meaning a Leica disposable camera. Yes. And don't contradict me anyway. Whatever. Wollte da einen auf dicke Hose machen, was er alles kennt und weiß. Yeah, Hotdog Man als Everyday Hero. Das ist ja eine Feuerwehrfrau, würde ich mal sagen. Sportler. I can't believe my picture is in the same room as all these great images. Das ist schon nicht schlecht. Hier gibt's Champagner. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Mhm. So, reden wir mit ihm nochmal. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Heißt das, in dieser Realität hat Kate es dann, oder ist Kate nicht gesprungen? Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at danke. least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Ja, okay. Gut, ja, den Rest der Ausstellung müssen wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Von daher bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.